Ich habe nie Nacht vor dem Wettkampf 10 Stunden gepennt. Noch nie? Nee. Wirklich nicht? Ich habe mich wirklich gewundert. Ich bin auch seit 6, glaube ich. Und habe dann immer so gehört, kommt da was, kommt da was. Um 7 bin ich, glaube ich, raus. Was haben wir jetzt? 7,26. Mhm. Ich war zweimal pissen, richtig lang. Einmal, ja, so richtig, oh nee, hör doch auf, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Und ich stand echt so dran. Ja, deswegen sitzt man beim Pissen. Ja. Da kann man so wegnicken dann und weiter strullern. Wie hast du denn geschlafen, Stefan? Ach, eigentlich ganz okay. So in Summe vielleicht 1,5 Stunden. Völlig okay. Reicht easy aus. Sehr gut bist du, Mann. Koda? Ja, schön tight ziehen. Brust, super. Koda? Mhm. Yes, buddy. Und der Rücken ist besser wieder. Quarter. Schau mal, Dropstream. Da Insurgent vom Sartorius, seitlicher Bauch, Brust, schön Druck, Schub, richtig geil. Klassische Krajinski-Knacken. Spread. Boom. Du kannst die Titte halt echt rollen und das ist geil, gell? Ja. Weil so viel Meat da ist, das halt ist wirklich gut. Das kenne ich gar nicht. Ellbogenwinkel ein bisschen kleiner machen. Ja. Backdouble. Schub. Und Let's Split. Sehr gut. Bauchbein. Top. Top, top. Top, top. Ganz gefällt es dir noch nicht, merke ich. Nein, es ist die Morgenmüdigkeit. Ich bin jetzt sicher, zweite Runde ist top. Okay. Was halt super geil ist, dass das da jetzt viel besser geworden ist. In der letzten Nacht. Hier. Da geht man ein bisschen Fuß ab. Da war die Seite super tight. Alles da, Arm liegt. Aber das kann halt auch sein, dass mich da irritiert, dass das bewusst, dass das so hell ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen... Ja. Das ist mir zu gappy. Ja. Du willst den Arm höher haben. Ne? Ja, und auch schauen, dass der Unterarm wirklich dabei ist. Gell? Ja. Das lenkt dadurch, dass da ein Gap ist, das lenkt den Visus daher, anstatt auf die tolle Brust, weil das so weit von der Brust weg ist und das lenkt den Blick weg von der eigentlich ultra fetten Brust. Ja, ich muss den Armwinkel höher machen. Was ist dir bei der Ding aufgefallen? Was ist dir bei der Transition aufgefallen? Dass man das viel mehr nutzen kann, dadurch, dass du so einen weiten Ansatz da hast und auch so viel Fläche da ist. Gell? Du gehst so nach vor, bevor du das reinziehst. Ja? Versuch den wirklich zu nutzen und in dem Augenblick schon hinzuweisen, pass auf, der Kaliczynski, der hat viel Lat und viel Rücken. In der Transition
Weil das ist in dem Video jetzt so gut. Geh nochmal zurück und schau mal, wie der Ansatz von da unten rauskommt. Ja. Genau, wie der von da unten rauskommt. Dass du den Moment vielleicht einen Tick länger und bewusster haltest, weil da hängt ein richtiger Brocken. Okay. Und das macht schon einmal dieses Aha, Alter. Dann machen wir gleich noch eine Runde und dann Verstehst du, wie ich meine, gell? gleich alles zu verbessern. Jetzt sind auf die, aber er hat eine Runde gepostet und jetzt kommen die auch dann von dem Oberschenkel. Und am Unterarm auch alle. Gut, he? Jetzt richtig oben, versuch deinen Nacken oben, genau. Versuch deinen Nacken oben, machen wir jetzt nochmal, du gehst noch einmal in die Pose rein, ja? Und du versuchst, wirklich deinen Nacken zu spüren und lass Blut rein. Ja, okay. Auf, okay? Ja, auch on Stage auch oder nur jetzt? Nein, on Stage auch. Also, okay. Blut reinrinnen lassen. Ah ja, okay. Ist der, die Mitte ist so tight jetzt, gibt er das? Ja. Im Unterschied zum Bein. Und oben geht es so auseinander. Ja. Mitte ist so arg jetzt. Bam. Und jetzt zeigst du es. Jawohl. Genau so, Alter. Und jetzt ist zu, kein Gap. Perfekt. Und runter die Schulter. Spread. Ja. Kopf gerade. Ja. Ah, genau da. Die zweite Runde ist einfach ein anderer Mensch wieder. Zweite Runde ist ein anderer Mensch. Bei der ersten merkst du richtig, okay, Form ist gut und Blut ist da, aber irgendwie mag ich noch nicht wirklich. Aber die zweite ist dann bang on. Was so geil ausgeschaut hat jetzt zum Beispiel, wie er dann bei der Bauch- und Bein hat das Bein vorgestellt und dann war die Tiefe so da, schau, dass sich das eigentlich, die Struktur als eigener Körperteil abgesetzt hat nach vorne. Idee. Genau. Das ist geil. Das hat jetzt so geil ausgeschaut einfach. Ja. Und die Line-Up von der Seite, so wie sie jetzt war sie noch nie annähernd. Ja. Aber das war halt auch so super tight. Ich glaube, es ist realistisch, dass wir das in der Qualität am Abend hinkriegen. Das war jetzt yes. Yes. Das ist schon cool, Mann. Bist du Moped, Alter. Das war jetzt eigentlich so gut, ganz eine verrückte Idee, unter Anführungszeichen, was man sich nie gedacht hat, das ist so gut, dass man sowas in einem Individuellen sagen könnte. Ja. So gut war das jetzt, weil das sagt, okay, kein anderer hat das in dem Starterfeld ja, auch nur irgendwie, Alter, weil das war, dieser Unterschied jetzt da, das war komplett next level. Ja, das kommt auch Bombe, Alter. Dann. Ja. Aber das ist so gut, gibt er das mit dem Schwung. Flex Roll. Das ist echt gut. Machen wir die andere Seite. Die ist nicht ganz so gut. Nicht so, ja. Aber auch besser, als sie war. Aber die andere Seite ist
Das ist schon cool. Schaut Bombe aus. Da hast du lustigerweise dafür immer mehr Zug vom Arsch. Ja. Wahrscheinlich, weißt du, den kannst du besser kontrollieren in der Seite. Ja. Nice. Und versuch wirklich immer deinen oberen Rücken zu füllen, gell? Ich mache das so halt, dann bleibt aber die Midsection bleibt noch nicht so. Ja, aber wir brauchen beides. Und viel, weißt du, dann ist gescheiter, man stoppt 3,5 Stunden davor mit dem Essen und bringt jetzt doch 4 unter. Weil was haben wir jetzt? 7:44 Uhr, er ist um 8 das erste Mal. 10, 12, 2, 4 müssen unbedingt sein. Ich würde es aufsplitten auf so, ja, bis 2:30. 150er Portionen. Ja. Bis 2:30. Ich würde aber nur Reis machen. Ja. Ist okay, oder? Trocken. Bis 2:30, 3, wenn die pünktlich dran sind, das so als Cut-Off-Eating nehmen. Ne? Und dann für schnelle Energieversorgung und wenn wir merken, es geht ein bisschen der Druck weg, Bananenschale, weil es geht schnell. Ja. Vor allem wenn man nichts im Bauch hat, geht das schnell. Und den Rest müssen wir mit der Flüssigkeitszufuhr dann akut regeln. Okay. Wer die letzten Videos spannend verfolgt hat, der kennt den Spruch: selber Ort, selbes Meal, selbe Farbschicht. Hier so ein, ich muss ja mit dem Hype gehen, von Martin, ein Nasenpflaster im Gesicht. Und somit begrüße ich euch für den heutigen Showday. Ich habe sensationell geschlafen und ihr habt vorher schon gesehen, hat der Coach die Form gecheckt. Wir sind zufrieden auf jeden Fall. Die Show findet ja heute Abend statt, deswegen chillen wir jetzt den Tag eigentlich über, versuchen das Ganze so konstant zu halten und ja, ich ruhe mich viel aus. Pros hier und da mal. Wir schauen, ob alles passt. Wir machen Farbe und dann geht's abends zur Show. Also wirklich gediegener Einstieg. Kenne ich sonst so gar nicht, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt hier ein Meal essen. Das sind Reis, Banane, Datteln. Keine Proteine. Braucht man am Showday auf jeden Fall nicht. Wir wollen den Verdauungstrakt nicht unnötig belasten. Trinken tut man immer so schluckweise. Zum Meal immer so 100 Milliliter oder so, also die Trinkmenge bleibt recht low. Recht low ist auch die Crew heute Morgen unterwegs, die gestern noch ein bisschen im Ausgang waren und ein bisschen die ein oder andere Naruto-Bar unsicher gemacht haben, wie ich mitbekommen habe. Aha, Naruto-Bar, ja? Alicia? Was ging da? Der gekocht, der wurde gezündet. One Piece. Diese verdächtige gerade. Ja, so voll, gell? Ja. Wie habt ihr denn geschlafen? Also du hast 1,5 Stunden, Stefan? So ein Stück, also so Solide? interessant, ja. Ja. Du? Ich? Nachdem sie mir exakt geschildert hat, wann ich geatmet habe, wann ich Nachrichten gekriegt habe, gehe ich davon aus, dass sie nicht viel mehr geschlafen hat. Beim Wecker hört man ein bisschen mein Zimmer und was hier draußen 6-mal laut geatmet. Dann hatte ich nach 4:30 Uhr keinen Bock mehr einzuschlafen, aber ich habe es gelassen. Ja. Aber die große Frage, was ist mit dem Glascontainer heute Nacht gewesen? Wurde was geleert? Den Glascontainer hat man nicht gehört. Also entweder waren die Italiener so Ich glaub, laut haben so oder Party es wird, gemacht, genau, bei oder der es wird Samstag einfach nichts mehr entsorgt. Ja. Mal die Peking-Enten, die da unten hängen. Die werden noch für Montag für Ladenöffnung einmal umgedreht und dann läuft es. Einmal umgedreht und dann läuft es. So war meine Nacht heute auf jeden Fall auch. Hab 1-2 Mal Wasser gelassen, was immer ein gutes Zeichen ist. War heute Morgen das Bidet aufsuchen, so passt alles auf jeden Fall genau richtig, so wie es sein muss. Ja, und ansonsten 8:30 Uhr jetzt, also noch jede Menge Zeit. Das heißt, ich esse das Meal, schmeiß mich wieder auf die Pritsche und dann machen wir Farbe und gucken, wie der Tag so läuft. In diesem Sinne, Mahlzeit.
Das macht blaues Licht. Es leuchtet blau. Welcher Film war das? Okay, ich gehe wieder woanders hin. Ist das jetzt die finale Farbschicht? Nee. Das ist die Finale Base-Schicht. die finale Base-Schicht. Wir haben 4 Base-Schichten und dann den Final Coat. Denn wir probieren uns aus. Wir finden heute das richtige Farbrezept. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich in einem normalen Licht einen Tick zu dunkel aussehe, dann ist auf der Bühne immer richtig gut. Und noch sehe ich... Und so. Stopp. Noch Trizeps. Und noch bis ein Tick zu hell. Ja. Aber wenn die jetzt durchzieht und dann diese Final Coat, die Final Schicht drauf kommt, die noch ein Tick dunkler ist, ich glaube, dann scheppert's. Bezüglich Mehl, Wasser, Timing für heute Abend, was ist dein aktueller Gedankengang? Mittelpartie super, nicht der geringste Gackerstau, kann man das sagen? Oder ist Was heißt das? Wird Gackerstau. Ich war schön ein paar Mal auf dem Klo. Kein Stuhlstau. Also ist alles großartig, man muss sich keine Sorgen machen wegen am Essen, dass das irgendwie blockiert oder einerseits nicht reingeht und auch nicht rausgeht, weil natürlich die Mittelpartiekontrolle und die beste Mittelpartie dort on Stage zu haben, eine der wirklich guten Waffen sein wird, weil Symmetrie und Proportionen und so schmäler die Mitte ist, umso größer schaut alles andere aus. Das ist einer der wesentlichsten Aspekte. Das ist schon einmal gut. Fülle ist da, Form ist da. So ein paar Kleinigkeiten noch, die wir glaube ich noch ein bisschen besser machen können und dann sind wir ready to go. Wir haben 13 Uhr, oder? Ja. Sagen wir mal, es sind jetzt noch 5 Stunden, 5,5 Stunden, Pi mal Daumen und dann geht's los. Vorhin war ja Diskussion bezüglich Meals. Wie viel Meals hat Ost jetzt schon drin und was ist dein Das Wunschplan? ist jetzt das 3., glaube ich. Und so wie wir gesagt haben, 4 müssen es mindestens sein und 4 passt auch gut und vor dem 4. muss man auch gar keine Angst haben, weil verdauungstechnisch alles gut ist. Selbst wenn jetzt nicht mehr kacken geht, was wahrscheinlich nicht mehr wird, ist alles fein, weil alles andere schön geklärt ist. Und ich habe absichtlich auch das 1. und 2., da war die Reisbox hier noch bis oben voll, die habe ich größer gehalten, um zu sehen, okay, wie entwickelt sich das im Verlauf. Und jetzt haben wir 13 Uhr, das letzte Meal liegt da noch im Reistopf, ist gar nicht mehr viel. Dementsprechend, ja, essen wir zum Abend hin weniger und dann passt die Sache. Jetzt sind der Eiham, die Jamie am Start und es gibt Make-up. Ich habe zu Holle und Budesheim gesagt, weil Tim mich ein bisschen verarscht hat, so, kriegst du wieder Make-up, habe ich gesagt, ja, ich bin ja der Einzige, der da noch gut aussieht hier. Genau, ist auch so. Sehe ich auch so. Ne, Holle auch noch, aber der braucht trotzdem Make-up. Ich poste ja immer auf meiner Seite diese Timeline von den ganzen Terminen, die ich habe. Und dann haben mir heute welche gesagt, die mussten verlachen, weil da stehen so alles Frauennamen und da steht das jetzt so Urs drin. Und die nur so, ja, der macht's richtig, wenn schon alle vielleicht breiter sind, ist er wenigstens der Hübscheste. Hier, ganz ehrlich, egal ob man jetzt in Form ist, nicht in Form ist, dieses Make-up-Ding gibt einem so ein Sicherheitsgefühl, warum auch immer, weiß ich nicht. Man fühlt sich einfach direkt viel besser, viel geiler. Ich kenne das immer. Einfach das Gesamtpaket, Bro. Ja, ist so. Okay. Ist so. Wenn das Gesicht noch dazu passt, Form sehen wir ja passt, wenn das Gesicht noch dazu passt, dann... Ja, das ist schon immer, ich finde das schon wichtig so. Ja. Das ist ja auch im Endeffekt eigentlich ein Schönheitswettbewerb, wenn man so denkt. Und ich glaube auch nicht, dass man nur halsabwärts judgen kann. Also wenn du, keine Ahnung, 2 die gleichen Athleten hast. Ja, und der eine Das Gesicht von dem einen sieht ein schöner. bisschen gesünder und schöner aus. Ja. Und das spielt automatisch ist halt alles Ästhetik. irgendwie rein, ja. Wahrscheinlich auch mit Haaren, wenn der eine noch schöne Haare hat und der andere halt Glatze. Ich glaube schon, dass das Ja. auch so ein bisschen eine Rolle spielt.
Nur für ganz kurz. Jetzt ist 16:50 Uhr. Sie fangen anscheinend wirklich um 5 an. Die anderen Klassen sind nicht so groß, Bikini und Wellness, haben so um die 20. Und für eine Klasse, die keine Topstars dabei hat und nicht den Publikumsfokus, nennen wir es so, dauern 20 Leute ungefähr 40 Minuten, würde ich sagen. Das heißt, um 6, ein bisschen nach 6 wird es Game Time. So geil aus, Alter. Der gibt dir die Arme. Ja, genau. Kommt die Salzmagic langsam. Jetzt wird die wieder freigeschaltet. Die gute alte. Spread out, spread out. 128, take a step. Mark, take a step. Earth, took a step the wrong way. Sergio and Theo, trade places. Matthias and Quentin, trade places. Louis and Theo, trade places.
yourself some room, gentlemen. Front double bicep. Front lat spread. Relax, side chest. Turn and face the back double bicep. Give yourself some room, gentlemen. Relax. Spread them out. Mark, take a step to your right. Front double bicep. Back double bicep, excuse me. Back lat spread. Face the front. Side tricep. Face the front. Ab and thigh. Your favorite most muscular. Gentlemen, get back on the line. Your favorite most muscular. And relax. Step back on the line. Win and mark, trade places. Front double bicep. Relax. Gentlemen, take a step. Sergio, take a step. Front lat spread. Side chest. Turn and face the back double bicep. Spread out, gentlemen. Back lat spread. Turn to the side tricep. Face the front, abdominals and thighs. And relax. Luis and Sergio trade places. Favorite most muscular. And relax. All right, gentlemen, back in line. Absolut abartig, hingeknallt, alles am Punkt, Volumen, traumhaft, Condition für die
wir haben auf Fülle gespült, ich glaube, das hat man gesehen, aber das passt. Die zwei Backposen sind die einzigen, wo wir noch Luft nach vorne haben, aber das, was alle anderen Posen zeigen und das, was er da auf die Bühne gestellt hat, war abartig. Top, besser hätte es nicht laufen können. Besser hätte es nicht laufen können. Richtig geil, richtig geil. Der macht es heute. Hey, stör uns zur Ruhe nicht, Bruder. Du Motherfucker, Was geht denn da ab, Alter? Was geht denn da ab? Holy shit. Bananen Donkey Monkey hat mal wieder geregelt. Meine Body Dysmorphia hat die letzten Monate auf jeden Fall gekickt. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Alish hat mir nach der ersten Runde sozusagen Bilder gezeigt. Ich dachte so, hä, bin ich das da jetzt oder wer ist denn der Typ? Es war ein krankes Battle. Also das muss man ja sagen. Ich habe am Ende nur noch gezittert, weil ich überall Krämpfe hatte im letzten Callout. Aber war geil. Ich habe es maximal genossen. Ich war wirklich präsent im Moment. Und ja, wir haben gezeigt, was im Bären steckt. Und jetzt warten wir mal ab, was den Abend über passiert. Much more to come. Thank you, Barbara. Die Farbe war auf jeden Fall bellissimo, würde ich sagen. Ja, immerhin eine Sache. Irgendwann, wenn ich in Rente gehe, tue ich Alice. Könnt ihr dann buchen auf der Website als Tanningfrau. Gar kein Fall, gar kein Fall. Meine Schulter. Und wenn ich auf die Bühne gehe? Ja. Wenn ich auf die Bühne gehe? Nee, dann mache ich sogar höchstpersönlich. Markus, für dich. Aber meine Schulter und mein Handgelenk sind unbezahlbar, was du sagen willst. Also solange es nicht Stefan macht? Ja, ich weiß zwar, dass es in Offenbach viel kranker krachen wird in der Halle, aber war schon geil. Thank you. Only last spread more open. Yes. Yeah, and first call out was too much people. Too much. One of the best coaches after Stefan, of course. I write to Milos, Urs won for me, say no. Milos, he asked me, yeah, you send him best regards. Bravo. Da stehst du drauf. Digga, was haben wir da gemacht? Gesicht gesehen. Wahnsinn. Wie ist das 160? 119 hatten wir heute Morgen. 119 Kilo und die ganze Zeit die Fresse halten, ich bringe. Ja, wir verbringen zu viel. Wo siehst du dich? 1 bis 3? 1 bis 2. Die haben mich nicht verstellt. 1 bis 2, ich hab's. Die haben mich kein einziges Mal gewechselt. Also die anderen sind jetzt vielleicht 10% härter, nächstes Jahr bist du da ganz vorne dabei, auch vom Olympiaden. Ja, das gleiche hat Stefan auch gesagt. 10% härter. Ja. Rücken ein bisschen ausbessern. Musst du ein paar Mal zum Rückentraining kommen und dann feuern wir da in Richtung Olympia, Alter. Geil. Junge. Grüße an die Familie. Und der zieht die Ohren lang. Schön, dass der noch wach geblieben ist. Jawohl, der ist eh wach, aber ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich glaube Kür, beziehungsweise nochmal Callouts, Kür und Postdown und Siegerehrung. Die Beine spüre ich zwar hüftabwärts nicht mehr, aber das ist auch egal. Die spannen wir noch einmal durch und dann passt die Sache. War die erste Show, muss ich euch sagen, die ich wirklich so, ich war im Moment, ich war da und habe das Ganze wirklich genossen und mitgenommen. Es war keine einzige Show in meinem Leben. Vielleicht 2016 so bei Juniorenstart. Aber da war ich viel zu aufgeregt und viel zu, was geht. Aber diesmal habe ich echt voll gechillt, wirklich auch auf der Bühne die Momente genossen. Aber From that sprint. Side chest. Turn and face the back, and a back double bicep. Relax, everybody get back on the line, spread out. Matthias, take a step to your left. Mark, step to your left. Urs, take a step to your left. Lewis, take a step to your right. Sergio, step to the right, please. Front double bicep, gentlemen. Back double bicep, Urs.
side tricep. Face the front. Abdominals and thigh. Relax. Your favorite, most muscular. And relax. Sergio and Quentin trade places. Gentlemen, spread out. Shouldn't have to keep saying this, guys. All right, gentlemen, front double bicep. Front lat spread. Side chest. Turn and face the back. Get a back double bicep. Back lat spread. Turn and face the front. Abdominals and thighs. Relax. Your favorite, most muscular. And relax. This is close, guys. We are not done. We're going to go one more time. Gentlemen, apparently the job is not done. The fans came for a reason. They want to see you get it on. DJ, crank up that music for your Olympian qualification. Let's see what you got, gentlemen. Pose down.
a check of $5,000 to our third Australia place finisher. Just watch me now. From Canada, Quinton. This is the World Gold Medal, a check of $10,000. The title of 225 heavyweight pro league. Pro muscle open bodybuilding champ. And ticket to the Joe Winners of the stage in Las Vegas. To Joe Winner. Mamma mia ragazzi! I wouldn't be here without the great support team I have. I want to thank three very, very special people in my life. Right over there, my girlfriend Alicia, she's the best. You're just as good as the team behind you and the best coach in the world, Stefan, boss of our club. You did a great job at all the guys. And last but not least, it's Marcus, my camera guy and the man behind the media you can see out there. Just an amazing team. I love those guys. And I love you guys. If you feel this, if you have amazing power, it's just amazing. What will you survive? I think you're proud of this. We got Barbara over there, don't be shy, and our amazing judging table, thank you. And of course, the great lineup we had at this show was just an unbelievable experience for me. Sometimes in life you need to take risks and go wherever your heart chooses you to do, so don't be afraid of taking some risks, because you can also be good in this next division. I'm looking forward to go to the Olympia, baby! Ladies and gentlemen, let's give it up to your World champ, Dennis, Hat sich gelohnt, oder? was war da los? Hat sich alles gelohnt. Das scheiß Training, wie wir uns zusammengefaltet haben, hat sich alles für den Tag gelohnt. Meine Stimme, ich habe geschrieben, bin vor, zurückgerannt ständig und was weiß ich. War geil, oder? War absolut geil. Haben wir erwartet, oder? Eigentlich haben wir es erwartet. Ich kann es nicht glauben. Hat sich alles ausgezahlt. Unser ganzes Training, alles. Richtig geil, freut mich richtig vom Herzen. Hello, I love you, won't you tell me your name? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter, was Junge, was? Alle gefickt, alle gefickt, alle gefickt, alle gefickt. Geil, Mann. Markus, mach die Kamera weg. Geil, Mann. Geil, Alter. Ich bin echt stolz auf dich. Junge, was haben wir gemacht? Krank, Alter. Bruder, was soll ich dir sagen? Jetzt geht's zum Olympia. Ich dachte, jetzt habe ich mal ein Jahr Ruhe. Nix da. Nein, verdient Nix gewonnen. da. Verdient gewonnen. Ja, das war wirklich Hat mir richtig gefallen. geiles Paket. Hammer, geil. Alles richtig. Wie wir posen, wie wir gemacht haben im Gym, alles hat sich gelohnt. Junge. Richtig So geil, Mann. ey. Mir fehlen die Worte, ich hab's auf der Bühne gesehen, ich glaube. Mehr muss man nicht sagen. Ich kann es gar nicht realisieren. Ich auch nicht. Was geht denn ab, Bruder? Hier, schenke ich dir. Ich wenigstens einen Shake haben. Der Reispudding hast du nämlich bei mir vergessen, das Tag. Ja, ich bin eh nur wegen dir da gekommen. Ich Geil. hab's voll verdient. Bester Mann, Alter, was soll ich euch sagen? Bestes Team. Ihr habt's gehört. Und nicht vergessen, mit meinem Schlüpper gewonnen. Ja. Alter. Ja! Ey, du Drecksack, den gibt's zwar nicht mehr, gell? Wenn er dir bringt, dann musst du mir auch nichts Ja, sagen. aber ey, mit meinem Eierschweiß. Ja, wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Sack hast du den auch nicht gewaschen davor. Was für ein Weekend in Italy. Jetzt machen wir mit euch da draußen auf jeden Fall noch ein paar Bilder und dann gucken wir, wo es hingeht. Aber ja, geisteskrank. Alice,
Ey, das war so süß auf der Bühne. Ich habe das ja alles gefilmt. Nee. Doch, das war wirklich süß. Mann. Nee. Ohne Scheiß. Ich sag's euch, das Team drumherum, das ist kein Einzelsport, die Geschichte. Und ich hab's euch vor ein paar Wochen im Video schon gesagt, die Konstante, gleicher Coach, gleiche Frau, gleicher Trainingspartner, gut ab jetzt, aber gleicher Drecksack hinter der Kamera. Ach Junge, das nervt mich immer, wenn der die Cam hält, weil ich den eigentlich gerade umtreten will. Du Saftsack, du Alter. Jetzt war es doch gar nicht so schlecht, nachdem du den Check gesehen hast, oder? Geld und Medaillen gehen an Alice. Look who I have here. Dog. Amazing. Thank you. Steve, now she's happy, you know? You look great. Nice Thank you. Thank you. Sleep on your thighs. Beautiful. You look great. Thanks, appreciate it. You told me first, remember that? I told him first. Yeah. Hey, thank you. Catch you later, okay? Have a great evening over there. Enjoy your victory. I will. Hello to your girl. Enjoy your victory. I will, I promise. See you later, bro. Have a good one. Bye, bye. Ja, hat direkt mal der Headshot schon dreimal angerufen vom Olympia. 200 offene Chats. Ja. Markus, keine Ahnung, wo der hier ist. Aber gehen wir mal raus. Die Legseparationen, wenn du Wenn ich stretch unten bin, drauf, ja. bist du deppert, Das check ich Alter. auch nicht, aber linkes Bein auch mehr als rechts. Aber haben wir ja schon probiert mit Umstellen und so. Nach der Halle. Nach dem Wettkampf ist vorm Wettkampf, so sagt man doch. Wir wären nicht dort, wo wir sind, wenn wir das nicht so machen würden, wie wir es machen. Und ich habe alles gemacht, wie er gesagt hat. Und wenn das Athleten machen, wie er sagt, dann schafft man auch von Classic direkt den Sprung in die offene zum Olympia. Hat das jemand schon mal gemacht? Erster Wettkampf Open, dann... Brad vielleicht? Nee, es war nicht Hat der Brad erste. den ersten nicht gewonnen? Aber der war bei Aber Classic Brad nicht war- Olympia. Na, Classic. Der war Classic Na, glaub ich. Amateur und dann Profi. Gut, auf deinem Niveau hat es nie wer gemacht. Auf deinem Niveau, wo der Vorhändler Klassik auf dem Niveau war, hat es nie wer gemacht. Da hat auch nie wer gewechselt bis jetzt. Da bist du der Erste, der gewechselt ist. Statement, Alter. Kein.